Wie hört sich das wohl an, wenn ein ehemaliges Mitglied der Gruppe Kraftwerk einen Stummfilm vertont? Karl Bartos hat das gemacht und zwar gleich mal mit einem wahren Klassiker. Er hat dem expressionistischen Psychothriller Das Kabinett des Dr. Caligari ein neues musikalisches Gewand gegeben, wenn da mal nicht Legende auf Legende trifft. Antonia Reif hat mit dem Musiker gesprochen und sie hat auch schon den Film gesehen. Mit Musik. Punktsynchron zum Film erklingen die synthetischen und elektronischen Klänge. Auf der Leinwand irren und wirren die Menschen mit stark geschminkten Gesichtern, dunkel umrandeten Augen und starren Blicken. Ihr Spiel wie auf einer Theaterbühne. Karl Bartos war schon vor vielen Jahren von diesem Stummfilmklassiker fasziniert und hat ihm jetzt ein neues Klanggewand geschneidert. Ich habe erst mal ganz lange mir den Film still angeschaut. Unglaublich lang. Weil man muss ja ein Gefühl bekommen für die Rhythmik. Jede Szene hat eine bestimmte Grundrhythmik, die schwingt in einem gewissen Tempo. Und dann versucht man die Elemente der Musik dem irgendwie anzupassen und zugrunde zu legen. Und dann die Bewegungen, also den Rhythmus, die Ordnung der Bewegungen in dieses Tempo hineinzutun. Bei diesem Projekt trifft der Pionier der elektronischen Musik, Ex-Kraftwerk-Bandmitglied Karl Bartos, auf den Pionier der Filmgeschichte, den ersten Psychothriller, Das Kabinett des Dr. Caligari. Robert Wienes Stummfilm von 1920 war damals ein Welterfolg. Die expressionistischen Kulissenbilder haben Kultcharakter. Schräge Perspektiven, geometrische Formen und unproportional hohe Stuhlbeine. Vor dieser Kulisse erzählt der Horrorfilm von einem Schlafwandler und dem zwielichtigen Dr. Caligari. Tagsüber streifen die beiden über Jahrmärkte, nachts begehen sie ihre Morde. Karl Bartos, der Elektropop-Pionier, ist mittlerweile 71 Jahre alt. Als ursprünglich klassisch ausgebildeter Musiker bringt er bei diesem Projekt seine Leidenschaft für Sounddesign ein. Seine neu komponierte Filmmusik wollte er mit den Klängen der erzählenden Welt verknüpfen, sagt er. Einfach den so klingen zu lassen, als hätte man damals ein Mikrofon gehabt. Stimmengewirr auf dem Jahrmarkt, die Geräusche von Schritten oder das Klappern von Schüsseln. Karl Bartos hat all diese Klänge live eingespielt und in die Musik integriert. Da habe ich zuerst natürlich überall in unserer Küche nach Schüsseln gesucht, die in etwa echt klingen. Weil, wenn er einen Hocker ruckt, dann muss man genauso einen Hocker besorgen, sonst jeder Hocker klingt ja anders. Und wenn man ein Fenster öffnet oder eine Tür, dann muss sie dem entsprechen, was man sieht. So sind wir programmiert auf das, was wir sehen und hören. Über 100 Jahre nachdem das Kabinett des Dr. Caligari als Experiment und Neuheit begeisterte, bringt Karl Bartos mit seinem Kollegen Matthias Black als Klangregisseur die Faszination zurück. Mit lebendigen Sounds, kräftigen elektronischen Bässen und punktgenauen Rhythmen. Das Kabinett des Dr. Caligari von 1920, Entschuldigung, im musikalischen Gewand von heute, mit der Musik von Ex-Kraftwerk-Mitglied Karl Bartos. Am 17. Februar ist Uraufführung in der Alten Oper Frankfurt und danach geht's dann durch die Republik, auch nach Berlin.